Über 80 Videos von verlassenen Orten haben wir 2022 auf YouTube veröffentlicht. In diesem Video präsentieren wir euch unsere persönlichen Top 10 Lost Places des Jahres. Platz 10. Die Millionenvilla in Frankreich. Unfassbar, aber wahr. In einem kleinen Ort mitten in Frankreich entdecken wir eine Villa, die noch komplett eingerichtet ist. Eine Villa im Dornröschenschlaf. Und wenn man sich das Kinderzimmer genauer ansieht, dann erkennt man, dass hier seit den 1980er Jahren sogar die Zeit stillsteht. Und in der Bibliothek vorhin habe ich auch gesehen, dass da so ein deutsches Buch war. Also vielleicht, weiß ich nicht, waren die irgendwie deutsch oder hatten, weiß ich nicht, deutsche Verwandte? Ja. Warum all das zurückgelassen wurde, konnten wir während unserer Erkundung leider nicht herausfinden. Platz 9. Das zentrale Lager der Staatssicherheit. Auch wenn die DDR schon lange Geschichte ist, so gibt es immer wieder tolle Lost Places in Ostdeutschland aus dieser Zeit zu erkunden. Bei unserer Erkundung dachten wir damals, dass es sich um einen militärischen Stützpunkt der DDR handeln würde. Doch das große Gelände war ein zentrales Lager der ehemaligen Staatssicherheit. Zu unserem Erstaunen konnten wir Jahrzehnte nach der Nutzung noch Hinterlassenschaften von damals finden. Was ist das denn hier für ein Lager? Das sind so Tabletten auf jeden Fall. Ich muss mal echt aufpassen, wenn man hinläuft. Weißt du, was das ist, Sabrina? Was? Das sind so ABC-Schutzanzüge, glaube ich. Krass. Einfach hier alles komplett voll damit. Platz 8. Die verlassenen Kampfjets. Verlassene Flugzeuge gehören zu den ultimativen Highlights von Urbexon. Groß war also unsere Freude, als wir irgendwo in Belgien gleich 2 verlassene Kampfjets entdeckten. Einmal im Leben in einem Düsenjet zu stehen, ey, ein absoluter Traum. Bei den beiden Kampfjets handelte es sich um eine F-104G Starfighter. Wie ein Zuschauer recherchierte, wurden beide Jets 1965 an die belgische Luftwaffe ausgeliefert und 1987 ausgemustert. Ab 1994 standen beide Maschinen einige Jahre in einem Garten in Belgien. Von dort wurden sie dann irgendwann zu dem Ort gebracht, wo wir sie gefunden haben. Eigentlich war der Plan, dass beide Jets restauriert werden, doch wie es aussieht, wurde dieser Plan auf Eis gelegt. Platz 7. Die Radarstation. In Belgien erkundeten wir in diesem Jahr einen ehemaligen NATO-Stützpunkt, der früher den Luftraum überwachte. Die Anlage war riesig und umfasste einen riesigen unterirdischen Kommandotrakt sowie eine Radarstation. Ein weiteres Highlight von diesem Lost Place war die Rakete, die auf diesem verlassenen Stützpunkt zurückgelassen wurde. Platz 6. Die funktionsfähige Festungsanlage der Maginot-Linie. 2022 haben wir uns mehrere Festungsanlagen der Maginot-Linie angeschaut. Das sind 245 Stufen! Schaffst du das? Zu unserem Erstaunen war es für uns möglich, eine Festungsanlage zu erkunden, die sogar noch funktionsfähig war. Seit über 80 Jahren steht hier die Zeit still. Das ist sehr viel schlimmer als wieder. Ein Lost Place Besuch, den wir sicherlich nie vergessen werden. Platz 5. Der verlassene Marinebomber. 2022 konnten wir gleich mehrere verlassene Flugzeuge entdecken. Der Besuch des Marinebombers war ein absolutes Highlight. Bei der Maschine handelte es sich um eine Lockheed P2, die 1986 militärisch aufgegeben wurde. Nach der Dienstzeit wurde die Maschine zu einem Luftmuseum gebracht, das aber seit 2010 auch mittlerweile verlassen ist. Platz 4. Die versunkene Kaue. Eines unserer spektakulärsten Lost Place Abenteuer in 2022. Seit 5 Jahrzehnten war hier kein Mensch mehr. Über ein verzweigtes Röhrensystem erreichen wir einen unterirdischen Bereich, der komplett unter Wasser steht. Dieser Bereich war einst eine Kaue, also ein Umkleidebereich. Ich glaube, das wäre unser Bereich gewesen. Ja, Toilette? Toilette und Dusche oder so. Also der jetzt verschüttet ist, ja? Ja. In den Schränken, wo früher die Arbeiter ihre persönlichen Dinge einschließen konnten, entdecken wir sogar noch Gegenstände von damals. Nix mehr. Ja, die ist richtig schmierig. Ja, guck mal hier, Sabrina.
Ich glaube, die Tüte hat uns einfach den Weg gezeigt. Also einfach mal gezeigt, dass hier noch was drin liegt. Guck mal. Da hat jemand vor 50 Jahren seinen Spit nicht leer geräumt. Ich glaube, irgendwelche Socken oder sowas vielleicht. Platz 3. Der Nachtclub. Dieser Lost Place hat es wirklich in sich. Ein exklusiver Nachtclub, der durch eine Razzia von der Polizei sein schnelles Ende fand. Noch bevor es so richtig losging. Boah. Ja, krass. Also du glaubst nicht, oder ihr glaubt nicht, was hier drin steht. Du glaubst es einfach nicht. Wow. Was ist das bitte hier? Was ist das bitte für ein Laden gewesen? Platz 2. Villa Gorilla. Dieser Lost Place zählte 2022 zu den berühmtesten verlassenen Orten in der Urbex-Szene. Doch ganz so einfach war es für uns nicht, dort reinzukommen. Alleine drin. Doch unsere Mühen sollten sich am Ende lohnen, denn die Villa war noch komplett eingerichtet und frei von Vandalismus. Platz 1. Die verlassene Radio- und TV-Station. Unser absolutes Highlight in 2022 war genau dieser Lost Place. Scheiße, was ist das denn hier? Ist das mal krass, oder? Heftig, ey. Eine komplett eingerichtete Radio- und TV-Station, die in den 1950er Jahren eröffnet wurde. Die Anlage wurde nach und nach immer weniger genutzt, da Kurzwellen- und Mittelwellenübertragungen eingestellt wurden und nur noch die UKW- und DAB-Übertragungen in Gebrauch blieben. Hier konnte man zwischen den einzelnen Antennen dann quasi umschalten. Okay. Also jetzt im Endeffekt, wenn man sieht, da ist die Sendeleistung zu gering, dann schaltet man um oder warum schaltet man um? Oder wenn man in eine andere Richtung senden will. Also wenn man, die haben ja von hier aus nach Afrika, nach Asien, nach Russland, nach sonst wo gesendet, konnte man dann also sagen, okay, wenn ich die und die Kombination drücke, dann strahlt der Sender Richtung Russland. Wenn ich in eine andere Richtung, dann strahlt er Richtung Afrika. Welcher Lost Place von dieser Liste war deiner Meinung nach der beste? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Wenn du mehr Videos von uns sehen willst, klicke auf die Empfehlung oder schau dir auf unserem Kanal um.